Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Hallo zu einem neuen Video. Beim letzten Video waren wir mit euch in den Carlsbad Caverns und dann haben wir gesagt, wir filmen nicht mehr, weil wir nochmal den White-Sands machen, also die Strecke, die wir schon mal gemacht haben. Wenn euch der White-Sands National Park interessiert, dann findet ihr hier oben die Verlinkung zu dem Video von damals. Und mittlerweile befinden wir uns noch in New Mexico, ab morgen in Arizona, und wir steuern die Richtung Sedona an, was eine wunderschöne Gegend zum Wandern sein soll. Mittlerweile schon mit Anfang 20 bis Mitte 20 Grad, das heißt, wir müssen uns sputen. Und bevor wir aber dort sind, müssen wir noch einen Zwischenstopp machen, es sind zu viele Kilometer. Das war der erste Zwischenstopp für heute und ich würde sagen, es ist einfach landschaftlich so schön. Die USA, jetzt habe ich lauter Haare im Mund, die USA macht zum Campen sehr einfach. Das hier ist BLM-Land, das heißt, hier darf man übernachten. Es gibt online eine Karte, wo man nachschauen kann. Und ja, schaut es euch selber an. Ich meine, es gibt definitiv schlechtere Plätze. So, und mit dem Sonnenuntergang geht es für uns jetzt ins Bett. Wir lassen uns jetzt heute Zeit, in den Morgen zu starten und dafür habe ich heute Pancakes gemacht. Ja, die letzten sind sehr groß geworden, ich hatte keine Lust mehr, aber die lassen wir uns jetzt schmecken und dann geht es danach für uns weiter Richtung Sedona. Und was man sagen muss, der Platz hier, es ist so still, man hört nur die Vögel und sonst, wir sind gar nicht so weit von der Straße weg, aber es ist eine wenig befahrene. Und sonst heute Nacht war es wirklich super still. Es ist zwar BLM-Land, wo man offiziell stehen darf, also was niemandem gehört, aber hier sind Kühe drauf. Und heute Morgen beim Morgenspaziergang bin ich hier einfach den Weg weitergegangen und auf einmal stand so ein riesen Stier vor uns, der genauso überrascht war von uns wie wir von ihm. Und also sind Rio und ich zurückgegangen, der Stier hat die Distanz erhöht und ja. War auf jeden Fall überraschend. Ich dachte, hier sind nur Kühe, weil gestern beim Reinfahren haben wir nur Kühe gesehen und kein Stier. Aber ja, so ist es. Der war super lieb. Und jetzt lassen wir uns die Pancakes schmecken. In 95 Meilen müssen wir abbiegen. Wir mussten hier kurz anhalten, weil die Gegend so schön ist, dass wir es selbst kaum glauben können und wir euch das einfach zeigen wollten. Es blüht hier überall. Das trockene Arizona, was wir noch im November erlebt haben, ist hier irgendwie gar nicht mehr vorhanden und es ist einfach wunderschön.
Und wenn man hier jetzt, wo die Sarah gerade hingeht, in das Blumenfeld reingeht, das riecht so intensiv nach dem Blumenduft. Das ist richtig, richtig schön. Und ja, so ging es jetzt eigentlich schon die letzten, ich weiß gar nicht, 100 Meilen seit dem Schild von den 93 oder 95 Meilen gerade, also und dann abbiegen. Und jetzt, wir sind eben jetzt gerade im Land der Apachen. Nee, also vom Namen her ist es auf jeden Fall Apachenland. Und es ist wirklich, wie die Sarah sagt, unbeschreiblich schön. Und wir haben jetzt noch ungefähr 56 Meilen vor uns, also knapp eine Stunde Fahrt. Und wir haben die ganze Zeit Gegenwind und brauchen deshalb auch ein bisschen mehr Sprit. Haben schon nachgetankt. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Platz, weil der soll auch wirklich mega spektakulär sein. Und wie man hört, fahren hier regelmäßig Autos vorbei. Und gerade ist es besonders schlimm, wie immer, wenn man aufnimmt, dass genau dann viele kommen. Wir sind jetzt angekommen und ich sag's mal so, der Platz ist einfach nur genial. Und das zweite Mal, wo wir jetzt hier in den USA sind, hat es bis jetzt wirklich wenig Enttäuschungen mit den Plätzen gegeben. Und es ist einfach nur ein Platz besser wie der andere. Und ich zeige es euch auch gleich. Das einzig Blöde ist aktuell, wir wollen ja nach Sedona morgen zum Wandern, weil es da einfach wirklich ist von den Bildern. Und ja, der Sarah geht es seit gestern, fing es an, geht es jetzt eigentlich jeden Tag zunehmend schlechter. Liegt jetzt hier hinten vorm Auto, hat sie rausgelegt zum Schlafen. Und wir wissen jetzt gar nicht, ob wir es alles verschieben und hier lieber 1-2 Tage noch auskurieren. Dann sind wir halt am Wochenende in Sedona, wo es schon hieß, dass es dann schon sehr, sehr voll ist. Weil an den Plätzen, wo man übernachten darf, sollte man schon am frühen Nachmittag oder so da sein, laut den iOverlander-Einträgen, damit man überhaupt einen Platz hat. Ja, also wird es am Wochenende bestimmt extrem voll. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt eher einfach die Zeit genießen, schauen, wie es morgen ist und es davon abhängig machen. Und im Zweifel sind wir halt am Wochenende da, worauf wir uns ja früher, als wo wir angestellt waren, immer gefreut haben aufs Wochenende. Und jetzt versuchen wir es meistens zu meiden, wie die meisten Reisenden. Aber ja, man kann es nicht überall meiden. Irgendwo kommt man immer ins Wochenende. Und man kann ja auch alle Leute verstehen. Vor allem, wenn die Bilder wirklich, also wenn die Wahrheit, die Realität wirklich so ist wie die Bilder, dann ist es einfach nur ein Traum, wenn man da ist. Wir sind jetzt hier in Sedona angekommen und wir machen heute den Subway Cave Trail und dachten, wir sind früh unterwegs, dass wir um 7 Uhr hier schon sind und wir haben einen der letzten 5 Parkplätze bekommen. Ja, das heißt, wir sputen uns jetzt und jetzt geht's auf die Wanderung. Hier, Sedona ist sehr, sehr beliebt und wenn man das hier so sieht, kann man das auch verstehen. Und was jetzt hier
ist. In den letzten Jahren waren natürlich zu viele Camper, es war überall Müll. Die Campingplätze hier wurden als Toiletten missbraucht und deswegen haben sie jetzt viele gesperrt. Es gibt nur noch ein paar wenige abgetrennte, die jetzt offiziell zum Campen erlaubt sind. Allerdings füllt es sich natürlich recht schnell. Die sind sehr klein gehalten für so ein riesiges Wandergebiet hier. Aber ich kann es auch verstehen, dass sie es so gemacht haben. Wie man am Boden sieht, sind wir nicht alleine. Also die Wanderung ist super und definitiv empfehlenswert. Erstmal ist sie ziemlich einfach bis das letzte kleine Stückchen und ja, einfach sehenswert. Das Problem, was ich hatte mit der Höhe, ich konnte nicht um die Ecke gehen. Es gibt 2 Aufstiege, ich habe erst den steileren genommen, das ging nicht. Und dann um die Ecke gehen konnte ich, aber ich habe den Effekt nicht gesehen. Ich werde eben auf dem Bild sehen, was sie von uns gemacht haben, aber ich konnte nicht auf die andere Seite gehen von der Höhe und ich habe gelernt, wenn ich mich so unsicher fühle, dass meine Beine da schon mir versagen, wenn ich da nur stehe, macht es keinen Sinn weiterzugehen, das ist zu gefährlich. Und dafür hat es Tobi gesehen. Genau, und der Effekt war wirklich ziemlich cool. Wie gesagt, es hat eine Frau ein Bild von uns beiden gemacht mit Rio, wie wir da stehen. Das können wir auch jetzt einblenden. Und ja, wie gesagt, die Wanderung ist super einfach. Man sollte aber früh da sein. Wir waren um 7 da und der Parkplatz war wie gesagt voll. Ja, genau. Und jetzt hat sie es auch schon ordentlich gefüllt. Wir sind jetzt wieder am Auto angekommen und wir spüren es zwar auch, wir sind ja seit längerem jetzt nicht mehr wirklich richtig gewandert, aber einer spürt es glaube ich noch mehr und der weiß noch nicht, was morgen kommt. Rio ist ins Auto reingehüpft und direkt in sein Bett und schläft jetzt. Wir sind ungefähr, ich weiß nicht, 2 Minuten jetzt im Auto und er ist schon eingeschlafen. Und heute waren es insgesamt 5 Meilen, 5,5 Meilen. Und morgen wird es auch so viel. Auch so viel, ein bisschen mehr. Aber, oder ein bisschen mehr, sagt Sarah gerade noch. Aber es kommen noch gefühlte, ich weiß nicht, 550, 600 Höhenmeter dazu, die heute nur genau 50 waren. 50 bis 100. Naja, das heißt, wir lassen ihn jetzt ausruhen. Und ja, morgen geht es dann auf die nächste Wanderung, die einen wirklich atemberaubenden Ausblick haben soll. Heute sind wir hier beim Bear Mountain Trail und wir sind jetzt schon um 6 losgefahren. Also wir sind jetzt um 6:30 hier, weil es heute Nachmittag wieder zu heiß wird. Und der Trail sind 8 Kilometer insgesamt und eine Höhe von 650 Höhenmetern. Ja, und jetzt nehmen wir euch mit. Es soll anscheinend spektakuläre Aussichten geben.
Wir haben jetzt knapp noch über eine Meile übrig, also mehr als, keine Ahnung, so 1,8 Kilometer am Ende. Und uns kam gerade ein Herr entgegen. Ich hoffe, man sieht es mit der Kamera im Hintergrund, irgendwo da hinten. Ich würde jetzt mal sagen, der war so um die 60, wenn nicht älter. Mitte 70 hätte ich gesagt. Oh, Sarah sagt Mitte 70. Und der ist uns entgegengejoggt. Und er macht das 5-mal die Woche. Hinjoggen, zurückjoggen. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Jetzt haben wir ein Ziel im Alter. Ja, das ist schon extrem. Aber man kann nur eins sagen, die Aussicht ist nach wie vor der Wahnsinn. Wir schauen jetzt, dass wir die letzten 1,8 Kilometer hier noch überleben. Und dann mit dem Ausblick, den wir erhoffen, belohnt werden. Wie ihr seht, geht es eigentlich durchgängig bergauf. Ja, es ist anstrengend, aber die Blicke entlohnen jetzt schon und es wird oben noch viel schöner. Das ist wahrscheinlich der nächste Gipfel, den man sieht. Wir sind jetzt hier oben auf der Hochebene langgelaufen und theoretisch, zumindest vermute ich, Sarah sagt, wir müssen noch weiterlaufen, müssen wir da hoch. Aber was uns eigentlich zum Stoppen bewegt hat, ist der Blick. Und zwar, nachdem wir da hoch müssen, wird man es da oben wahrscheinlich noch besser sehen. Aber diese Felsen da hinten, die roten, die sind einfach nur mega. Und ja, wir versuchen jetzt noch den Rest zu machen. Sarah rennt schon wieder vor. Die hat heute irgendwie ungeahnte Energie, die sie sonst nicht hat beim Wandern. Aber ich glaube, sie sieht einfach das Frühstück, das oben wartet, weil sie gestern schon Toast geschmiert hat, damit wir da oben frühstücken. Und dann geht's danach dann wieder runter in das. Also mittlerweile ist es auch ziemlich warm. Der Wind kühlt es ein bisschen ab, aber ja. Sarah macht ernst und sie will wirklich oben ankommen und läuft schon mal vor. Wo auch immer sie die Motivation und dafür hernimmt. Und eins muss man sagen, nachmittags hat man hier definitiv den schöneren Ausblick, weil dann die Felsen hier von dem Blick aus in der Sonne sind. Aber uns ist es einfach am Nachmittag zu heiß für uns und für Rio. Und deshalb machen wir es halt jetzt am Vormittag. Und ich sag mal so, es ist ja auch so schön. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Gefühlt aus jedem Blick schaut es wieder anders aus. So, wir sind jetzt bei der Spitze vor der endgültigen Spitze. Laut Internet ist hier dann der schönste Ausblick. Das wollen wir jetzt mal gleich selbst sehen. Ja, ich würde mal sagen, kann sich sehen lassen, aber ich fand es vorher fast schöner. Also ich würde sagen, es ist definitiv schön, aber der Blick davor war schon schöner. Nichtsdestotrotz führt uns unser Weg da hoch. Wir haben uns jetzt gerade nochmal umgedreht, beziehungsweise sind 10 Meter weiter gelaufen und dann hat man auf die andere Seite den Blick und das wird der schönste Blick sein. Gehen wir ganz stark davon aus. Und ich sage einfach mal, auch wenn es mega windig ist, das ist wirklich
es ein super Ausblick ist. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt oben am Ende angekommen. Anstatt einem Gipfelkreuz gibt es hier das Schild End. Und ja, wir sind auch am Ende. Aber, also es hieß ja, dass der Blick davor der schönste ist. Und ja, er hat definitiv was, aber von hier oben ist es auch schön. Am Anfang dachten wir beim Endschild, naja, hat sich nicht so gelohnt, die letzten 100, 150 Höhenmeter. Aber wenn man hier steht, ist es definitiv beeindruckend, dieser Weitblick und dann noch die roten Felsen hier. Genau, und meine Haare, die zu kurz sind für den Dutt, fliegen umher wie sonst was. Wir werden jetzt hier oben noch frühstücken und im Anschluss geht es wieder runter und dann werden wir den restlichen Tag uns ausruhen, weil wir einfach fertig sind. Wir sind es überhaupt nicht mehr gewohnt zu wandern. Aber ja, es macht ja trotzdem Spaß, zumindest im Nachhinein. Ich glaube, das kennt jeder. Juhu! Die Toaste sind noch in Form. Oh, die sind ja total geknetscht. Meins ist bestimmt das meistgequetscht. Möchtest du das obere oder das untere? Ich möchte meins, bitte. Was ist denn deins? Meins ist das Vollkorn. Oh, das sind die Toast. gequetschten. Ja, die sind die besonders gequetschten. Das sind immer Doppeldecker. Ja. Na. Da freut man sich doch nach so einer Wanderung. Schönes, leckeres Toast. Lass es dir schmecken. Ah, in Gurden. So, wir haben jetzt Rio schon reingeschickt und er legt sich hin und in nicht mal 1 Minute werden die Augen zu sein. Er kann sie jetzt schon fast nicht mehr halten und er schläft. So, das Einschlafen hat jetzt wahrscheinlich nicht mal 20 Sekunden gedauert. Nee. Und ja, wir machen es ihm jetzt dann gleich nach. Wir fahren jetzt zurück an den Platz. Und chillen. Beziehungsweise legen uns hin. Da wir heute vor 6 schon los sind. Ja, das ist der Plan. Und man muss sagen, auf dem Rückweg waren die Felsen bereits schon mehr von der Sonne beleuchtet. Es sah schon besser aus. Aber mit der Hitze wäre es einfach mit dem Hund nichts gewesen und für uns auch nicht. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also nicht nur wegen dem Hund, sondern auch wegen uns. Auf diesen Berg, den Bear Mountain Trail, sind wir gestern hochgewandert. Und zwar sind wir hier, ich muss jetzt mal kurz auf der Kamera schauen, hier hinten gestartet im Tal. Dann hier hoch, um die kleine Ausbuchtung, hier hoch und den Weg dahinter. Und ich muss sagen, der Weg war super schön, aber mit 4 Kilometern mit 650 Höhenmeter echt steil und anstrengend. Ich bin froh, dass ich es nicht im Vorhinein wusste, weil sonst wäre ich nicht ganz so motiviert gewesen. Aber so war es eigentlich perfekt zum Wandern. Und heute werden wir jetzt von Sedona nach Flagstaff fahren und dort dann unsere Lebensmittelvorräte wieder auffüllen. Und dann geht es für uns weiter Richtung Las Vegas. Aber vorher bin ich gerade hier noch mit dem kleinen Wurm unterwegs, den wir danach auch noch ein bisschen schonen werden, weil 2 Tage hintereinander wandern und so. Man hat schon gemerkt, dass es gestern echt viel für ihn war. Und ich glaube, es tut ihm ganz gut, jetzt ein bisschen Pause zu haben. Wir sind jetzt hier an einem National Forest angekommen, wo wir die Nacht stehen bleiben. Tobi geht es auch jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich würde sagen, ich habe ihn erfolgreich angesteckt. Naja, aber dafür ist der Platz schön, auch wenn wir ziemlich nah am Highway stehen.
Und hier ist ein ganz schöner Temperaturunterschied. Und wir haben gerade, oder Rio und ich haben gerade Schnee gefunden und er hat sich gerade trocken gerieben. Rio, schau mal her. Wie man sieht, hier die Straße. Weil hier wäre ein super Spot, aber die können wir nicht hinterfahren. Auch in der App steht schon, dass hier also wegen dem Schnee oder weil es halt alles matschig war, die Straße gerade im schwierigen Zustand ist. Deswegen müssen wir auch so weit vorne parken. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber hier hinten wäre natürlich schon schöner, vor allem mit der Lichtung, die hier ist. Aber gut, jetzt können wir so den Hundespaziergang dahin machen. Ich glaube heute Abend, irgendwann wird es auf dem Highway auch ruhiger. Und wir haben hier wieder den glücklichen Hund. Wir gehen jetzt zusammen noch mal hinter zum Schnee, weil Rio so eine Freude hat und ich möchte gerne, dass Tobi das auch noch sieht. Da kommen die beiden und da hinten ist das Schneefeld. Und wie es scheint, kennt Rio den Weg auch schon und will nur noch dahin. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Und zwar mit einem Abo, Like und Kommentar. Vielen Dank und bis nächste Woche.